the prophets that actually foretold the first destruction of the temple. Und dann haben wir die Propheten, die die erste Zerstörung des Tempels schon vorhergesagt hatten. They always foresaw that when the temple will be restored, that new kingdom will come and God will reign and it will be all wonderful. Und die haben dann gesagt, wenn der neue Tempel gebaut wird, dann wird Gott kommen und dann wird er regieren und herrschen und es wird wunderbar sein. Now the new temple was there for quite a while now and it was not as pretty as they thought it would be. Und dann war der neue Tempel jetzt da gestanden und er war bei weitem nicht so schön, wie er hätte sein können. I meant the temple was very pretty at that stage, but the situation was not at all. I mean, they were not a big nation, they were not leading the world. Also der Tempel war ganz gut, aber sie waren als Nation immer noch nicht so gut dagestanden. Sie waren immer noch nicht die Nation, die die Weltherrschaft hat. The priesthood was corrupt. Die Priester waren korrupt. They had no king. Sie hatten selber keinen König. So for them, this was all still needed to happen right now, and now even for the disciples, for now Jesus to say that temple will be destroyed came as a complete shock to them. Und sie hatten also immer noch diese Erwartung, dass es passieren wird. Und wenn Jesus jetzt hier steht und sagt, der Tempel wird zerstört werden, dann ist es ein Schock für sie. And after they go out there, they go on the opposite mount, on the Mount of Olives. Und dann gehen sie raus und setzen sich auf den gegenüberliegenden Berg, den Ölberg. Jerusalem is on that valley, and so the temple is there, and you can look. I mean, it's very close, the Mount of Olives, and you can look straight onto the temple. Und Jerusalem, da liegt dann ein Tal oder ist ein Tal zwischendurch und dann hast du den Tempel auf der einen Seite und du kannst auf dem Ölberg gegenüber sitzen und den Tempel sehr gut beobachten. And they are sitting there. Und dort sitzen sie dann. Verse 3, and Peter, James, and John and Andrew ask him privately, tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are about to be accomplished? Und dann lesen wir ab Vers 3, dass Jesus dann dort sitzt mit Petrus und Jakobus, Johannes und Andreas fragen, oder sie waren allein dort und fragen, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet sein wird? So what are they asking Jesus here? Was fragen sie denn eigentlich hier? Well, yeah, but for what? Ein Zeichen wofür? When is the real Messiah coming? Well, wann der wahre Messias kommen wird? I mean, here, I mean, they really just ask, when will the destruction of the temple that you just talked about, when will it happen? Da fragt er ja, wann passiert es denn? Wann wird denn der Tempel zerstört, von dem du gerade redest? Oder die Zerstörung? Wann wird die sein? Jesus just said, you know, every stone will be destroyed. Jesus sagte gerade, jeder Stein wird zerstört werden. And now they ask, when will that happen? And what will be the sign that this will happen? Und dann wollen sie wissen, ja, wann passiert das denn? Und was für ein Zeichen kriegen wir denn, dass das passiert? Now, first of all, what Jesus is talking about here is about that event, the destruction of the temple. Also Jesus spricht hier von diesem Ereignis, dass der Tempel zerstört wird. Now, Paloma, you have a great point, because the disciples in their mind cannot separate the destruction of the temple from the end of the world. Und du hast auch einen guten Punkt hier, Paloma, weil die Jünger es nicht schaffen, dass die Zerstörung des Tempels und das Ende der Welt. Yeah, they cannot separate those. Sie This must be schaffen the es same nicht, event. das Ende der Welt und die Zerstörung des Tempels zu trennen. Für sie ist es eins. For a Jewish mind, this cannot be anything but the same event. Und für das jüdische Verständnis heißt es, dass beides eigentlich zur gleichen Zeit geschieht. Now, if you look at the parallel account in Matthew, und wenn du dann die Parallelstelle in Matthäus mal anschaust dazu, in 24, und die ist im Kapitel 24, there the question of the disciples sounds a little different. und dort sieht die Frage ein bisschen anders aus, die die Jünger stellen. It says, tell us when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Und dort fragen sie nämlich, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Now, in their worldview, in the Jewish worldview of the first century, it was unimaginable that the temple could be destroyed and this is not the end of the world. In der Weltanschauung eines Juden im 1. Jahrhundert war das
unvorstellbar, dass der Tempel zerstört ist und es nicht gleichzeitig auch das Ende der Welt ist. And for them, those two events, the destruction of the temple and the end of the world, were the same. Für sie war das also das Gleiche, oder es ging einher miteinander, dass wenn der Tempel zerstört ist, das auch das Ende der Welt ist. Now the temple was destroyed 370 AD. Der Tempel wurde 70 nach Christus zerstört. The end of the world has not yet happened. Das Ende der Welt ist bisher noch nicht gewesen. But in the mind of the disciples, they could not grasp that. Aber sie haben das mit ihrem Verstand einfach nicht hinbekommen. Now, what is a little bit difficult in that chapter 13 here in Mark? Was etwas schwierig ist in Kapitel 13 in Markus, Which one of the signs that Jesus is talking about talks about 70 AD? welches Zeichen, von dem Jesus hier spricht, bezieht sich auf dieses Ereignis 70 nach Christus? And which one talks about the end of the world, whenever that will be? Und was bezieht sich auf das Ende der Welt? Und wann das ist, wissen wir nicht. But a lot of the signs, especially the more specific signs, are clearly signs that talk about this event here. Aber viele Zeichen, auch Zeichen, die sehr klar und deutlich sind, beziehen sich auf diese Sache 70 nach Christus. That is why I think the title is very unfortunate. Und deshalb denke ich, dass der Titel für das Kapitel hier sehr unglücklich gewählt ist. Because I grew up in my Christian faith. I grew up in a very charismatic small group. Ich bin in meinem christlichen Glauben in einer sehr charismatischen Kleingruppe groß geworden. And every week we had a new prophecy about Jesus coming extremely soon, and all the signs, and we read Mark 13 and what all happened there, and it's all happening right now in the world. Und wir hatten jede Woche ein anderes Zeichen dafür, dass das Ende der Welt jetzt kommen wird und Jesus kommen wird. Und genau, und dann haben wir das Kapitel 13 hier gelesen in Markus und war alles Bestätigung. Recently I thought it has calmed down a little bit, the prediction, but in fact, no. I mean, the latest I read was that Jesus needed to come before January 21st, 2017. He missed it again. Also letztens war irgendwas, dass Jesus vor 21. Januar 2017 kommen soll. Das hat er schon wieder verpasst. Because Obama, the reasoning was because Obama was the Antichrist and he had to come to right this Oh way. my gosh. Also der Grund dafür war, dass ja Obama der Antichrist war und dann muss Jesus vor dem Ende seiner Herrschaft I will not say anything about American politics now. Also ich gehe jetzt nicht in die Politik über. But I want you to look at those passages and look at that a lot of the things that Jesus is actually saying have been fulfilled in that first century. Aber ich möchte, dass ihr wirklich auch guckt und dass wir zusammen anschauen, hey, vieles, was da vorhergesagt ist, ist im 1. Jahrhundert bereits geschehen. And I want you to especially pay attention in that chapter to what is the overall aim of Jesus. Und dann auch die Frage danach zu stellen, welches ultimative Ziel, welche Absicht hat Jesus eigentlich? Repeated is, do not be alarmed. This is in verse 7. Vers 7. Und er sagte, fürchtet euch nicht, das ist immer wieder wiederholt. Be on your guard, don't be afraid. Gebt Acht und fürchtet euch nicht. Don't be easily strayed with people saying, oh, there the Messiah comes. Oh, there the Messiah comes. Und lasst euch nicht irreführen von Leuten, die aufstehen und sagen, boah, da kommt der Messias oder da kommt der Messias. And when you hear verse 7 of wars and rumors of wars, do not be alarmed. This must take place. The end is not yet. Und dann sagt er im Vers 7, und wenn ihr hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, fürchtet euch nicht. Es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. And the first century was like any other century since century. It was a lot of wars, a lot of one nation rising up against the other. Auch im 1. Jahrhundert, so wie in allen anderen Jahrhunderten, gab es immer wieder Kriege, wo eine Nation sich gegen eine andere erhoben hat. Earthquakes will happen. Es werden Erdbeben geschehen. Famines will happen. Hungersnöte wird es Well, geben. actually, when you go to the Acts, you will see there are famines happening in that time where the church actually needs to provide food for some other churches. Und wenn ihr in der Apostelgeschichte seid, dann werdet ihr lesen, dass es Hungersnöte gegeben hat und dass eine Kirche auch Sachen gibt an andere Gemeinden und Kirchen. You will be delivered over to the councils, verse 9, beaten in synagogues. Ihr werdet übergeben werden oder überantwortet an Gerichte,
in Synagogen gegeißelt werden, stand before governors and kings. werdet vor Statthaltern und Königen stehen. We read all of that in Acts. Und das lesen wir alles auch in Apostelgeschichte. This is all happening throughout those first years, and it has happened ever since. Und das passiert in den ersten Jahren hier und es wird auch, seither ist es immer wieder so gewesen. These are all more general signs of that age. War, famine, earthquake has always happened and will always happen until this world will be renewed. Und es wird immer wieder auch diese Hungersnöte, es wird immer wieder Kriege geben, es wird Armut geben und das wird es geben bis zum Ende der Zeit. But then there is a big but here in the text in verse 14, where I think now he talks about something very specific. Und dann haben wir aber ein großes Aber und das ist ab Vers 14, wo er etwas anderes anspricht. But, I mean, those all things are just signs of the time we live in. But when you see the abomination of desolation standing where it ought not to be, let the reader understand, and let those who are in Judea flee to the mountains. Also das sind alles so Zeichen der Zeit. Und hier steht aber dann, wenn ihr aber sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen, wo es nicht soll. Wer es liest, der merke auch. Als dann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. So that was a clear sign now that abomination of desolation. Und es war ein ganz klares Zeichen, dieses Gräuelbild der Verwüstung. And that's a term that comes out of Daniel. Und das ist ein Wort, das finden wir in Daniel wieder. And Daniel foretells that, and he talks about, remember when we talked about Antiochus Epiphanes and him offering a pig in the temple, 167, number somewhere around there. Und dann, ihr erinnert euch an Antiochus Epiphanes, der das Schwein im Tempel opfert. Und ich glaube, das war 167 vor Christus. Somewhere around there. Ungefähr, zu diesem Zeitpunkt. The prophet Daniel foresees that and calls that sign, that abomination of desolation. Und der Prophet Daniel, der weiß das schon und er sagt es auch schon vorher, dass dieses Gräuelbild der Verwüstung stattfinden wird. Now Jesus says here something like that, some kind of sign like that will happen again, and once that is happening, flee Jerusalem. Und Jesus sagt hier, es wird wieder etwas Ähnliches stattfinden oder passieren und wenn ihr das merkt oder seht, dann geht und flieht in die Berge. And do it very urgently. I mean, then it's really time to go. Und macht das auch ganz schnell, rummelt nicht rum, geht. Now there are, Jesus obviously talked about the coming Roman army, but there are two ways people would see what that sign was. Und Jesus redet hier von der römischen Armee und es gibt zwei Sachen, über die wir hier sprechen können oder die Leute vorschlagen. One would say this sign was when Jerusalem was already besieged. Das eine ist, dass Rom belagert war. Jerusalem belagert war. And during that time, people really went crazy in Jerusalem. Und in der Zeit sind die Leute wirklich ein bisschen durchgedreht in Jerusalem. And the Zealots at that time, remember those are the revolutionary, they really went into the Holy of Holies. Und die Zeloten, also die eine Gruppe, die Revolutionäre, sind in das Allerheiligste im Tempel gegangen. Of course, they were not allowed to do that. Das war ihnen natürlich nicht erlaubt. And then they appointed a clown as a high priest. Und haben einen Clown gehabt, den sie zum Hohepriester gemacht haben. They went completely mad at that time. Die sind völlig durchgedreht. So some would say that was the sign. Dann haben manche gesagt, das ist das Zeichen. Others would say when the Roman legions placed their Roman standard around the city. Dann haben andere gesagt, wenn die römischen Legionen kommen und haben ihren Standarte. Ja. Und dann haben die römischen Legionen ihre Standarte überall im Ort, in der Stadt verteilt. Outside of Jerusalem. Also außerhalb von Jerusalem. And on that was usually a symbol of their god. Und dann hat man darauf ein Symbol, ein Götzensymbol oder ihre Götter angebracht. And that was the sign.
Und das war das Zeichen. And a support for that interpretation we find in Luke, in Luke's story of that speech of Jesus. Und wir finden dann etwas Ähnliches, so eine Bestätigung dafür im Lukas-Evangelium an der gleichen Stelle. Luke's version of that same speech here. Und dann haben wir Lukas Version dieser Rede von Jesus. In verse 20, but when you see Jerusalem surrounded by armies, then you know that the desolation is near. Lukas 20. 21, Okay. 21, 20. Und das steht in 21, 20. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Okay, so Luke gives us, it seems like Luke already gives us an explanation of what was meant here. Also Lukas scheint uns schon eine Erklärung zu geben, was hier gerade passiert. But what is very interesting from history, Was aber geschichtlich gesehen sehr interessant ist, Eusebius, one of the early church fathers, Eusebius, einer der frühen Kirchenväter, tells us that no Christian died in that horrible destruction of Jerusalem. hat berichtet, dass kein einziger Christ bei dieser fürchterlichen Zerstörung Jerusalems umgekommen ist, Because they all remembered the words of Jesus. weil sie sich an die Worte von Jesus erinnert haben. So all the Christians fled the city as soon as they saw the sign, whatever it was, they understood. Also haben die Christen sofort die Beine in die Hand genommen und sind aus Jerusalem geflüchtet, als sie das Zeichen gesehen haben. It was one of the worst, the reports of that destruction of Jerusalem is incredibly cruel. I mean, tens of thousands of people were brutally murdered and the rest were taken in slavery. And the city was completely razed and burned. Und wir haben Berichte darüber, wie schrecklich diese Zerstörung war, wie Zehntausende Menschen umgebracht wurden, wie Teile der Stadt, Großteile der Stadt abgebrannt wurden, zerstört wurden und von den Christen ist keiner ums Leben gekommen. Now I want you to go to verse 24 and say what Jesus says there. Und dann schaut doch mal auf Vers 24 hier. So far he has talked about that event here. Und er hat immer noch über diese Zerstörung gesprochen, die 70 nach Christus war. In 24, but he says, but in those days, after that tribulation, Und dann sagt er, aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, the sun will be darkened and the moon will not give its light and the star will be falling from heaven and the powers of the heavens will be shaken. dann sagt er, wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. And then they, not you, but then they will see the Son of Man. Und dann steht, und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen. Up to that point, if you did an observation of personal pronouns, it was always you be on guard, you watch out, you watch for that sign, but then they will see. So it seems like he talks about a different time, a different group of people. Und wenn du mal genau beobachtest, wen Jesus angesprochen hat, hat er immer gesagt, ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. Und hier sagt er dann, sie werden sehen. And learn, and so there's apocalyptic signs, the sun will fall, the moon, and the stars will all fall. We find those apocalyptic language in the prophets. Und dann haben wir diese apokalyptische Sprache, wie so oft bei den Propheten, dass die Sonne sich verfinstern wird, die Sterne vom Himmel fallen und so weiter. The Son of Man coming in clouds, again, a reference to the prophet Daniel. Und dass der Menschensohn auf den Wolken kommen wird, ist auch ein Bild, was wir in Daniel finden. Then I think he, in 28, I think he goes back to the original, talking about 70 AD. Im 28. Vers geht er meiner Meinung nach wieder zurück zu dieser Geschichte mit der Zerstörung 70 nach Christus. From the fig tree, learn its lesson. Vom Feigenbaum aber lernt eine Lektion. 29, so also when you, it gets back to personal pronoun you, when you see these things taking place, you know that he is near at the very gates. Und im Vers 29 spricht er wieder die Jünger an und sagt, ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nah vor der Tür ist. Truly I say you, this generation will not pass away until all these things take place. Und wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. And again, I do think he talks about what will happen at 70 AD. Und hier spricht er wieder über diese Zerstörung 70 nach Christus. And
observe then again another but in 32. But concerning that day or that hour, no one knows. Und dann im Vers 32 kommt wieder ein dickes Aber und er sagt, von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch der Engel des Himmels nicht und so weiter. Ja. Okay, Und he dann geht gives, es ins Ende der Welt. he gives a clear sign to be prepared for 70 AD. Er gibt ein klares, ein sehr deutliches Zeichen hinsichtlich der Zerstörung 70 nach Christus. There is that sign, and it will happen during that generation. Es gibt dieses Zeichen und das wird in dieser Zeit, in dieser Generation passieren. Often a generation in a biblical time is about 40 years. Biblisch gesehen ist eine Generation immer so im Zeitraum von 40 Jahren. Jesus was somewhere around 33 or 35 crucified. Und Jesus wurde im Zeitraum 33 bis 35 gekreuzigt. So that gets us to that 70. Und dann kommen wir zu diesem Zeitpunkt 70 nach Christus. But of that day nobody knows. Aber keiner weiß, wann das Ende der Welt sein wird. Not even the Son. Nicht einmal der Sohn. I think one of you had that as a question too. I think it shows again that Jesus became completely man. Auch das ist für mich ein Zeichen, diese Frage hatte auch jemand gestellt, dass Jesus komplett Mensch geworden ist. He was not just appearing as a man, he was truly man. Er hatte nicht nur die Erscheinung eines Menschen, sondern er war völlig Mensch geworden. With the limitation of not knowing everything. Und auch da waren ihm Grenzen gesetzt. Er wusste nicht alles. Including he did not know when the date was of the return. Und er wusste auch nicht, wann die Wiederkehr sein wird. At that stage, I'm sure he knows now, but at that stage he did not. Also jetzt weiß er das bestimmt, aber damals als Mensch hat er das nicht gewusst. In Philippians, Paul talks about Jesus emptied himself of his divinity. He put it aside. He voluntarily put it aside and became completely man. Im Philipperbrief spricht Paulus davon, wie Jesus sich völlig entäußert hat. Er hat seine Göttlichkeit komplett aufgegeben. Und er ist komplett und völlig Mensch geworden. And obviously that Jesus was full God and full man is one of those things that we will not be able to completely grasp. But Scripture tells us he became fully man, including human limitation. Und wir werden das wahrscheinlich nie richtig vollständig verstehen, dass Jesus 100% Gott und 100% Mensch war, wo er auch wo ihm Grenzen gesetzt waren. Das ist uns immer noch ein bisschen ein Rätsel. But from that end of the world he says, nobody knows. Aber vom Ende der Welt sagt er, das weiß keiner. And then he gives us a hint there what we should do about that. Und dann sagt er uns, was wir damit machen sollen. Be on guard, keep awake. Sei wachsam und gib Acht. You do not know when he will come. Weil du nicht weißt, wann er kommen wird. We have many more of the other passages that talk about Jesus' second coming also talks about he will come like a thief in the night. Dann haben wir andere Stellen, wo wir lesen, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommen wird. Well, Jesus talks about here too, but Paul talks about that as well. Also Paulus spricht auch davon, das steht hier auch. So I think we need to stop trying to figure it out when Jesus comes. Und ich denke mal, wir können eigentlich aufhören, damit herauszufinden, wann Jesus wirklich wiederkommt. And we need to stop trying to calculate all the dates because und wir können auch aufhören, sämtliche Daten zu kalkulieren und zusammenzurechnen. Often it's just a useless exercise. Das ist meistens ziemlich überflüssig und nutzlos. And if Jesus says nobody knows, I think he means nobody knows. Und wenn Jesus sagt hier, es weiß keiner, dann weiß es keiner. Now I've heard people saying, well, Jesus talked, nobody knows the day or the hour, but he didn't say about the week and the month and the year. Also ich habe gehört, die Leute gesagt haben, ja, er kennt zwar das Jahr nicht und den Monat nicht, aber er hat nichts davon gesagt von wegen Tag und Minute und was weiß ich. Well, you're all a little young, but the obsession with figuring out when Jesus comes was extremely great just before the year 2000 and especially in the 80s, 90s and up till the year 2000. Ja, also ihr seid vielleicht zum Teil noch ein bisschen jung, aber es war ein Riesenhype,
in den 80er, 90ern und ganz besonders vor der Jahrtausendwende, wo viele Leute ständig versucht haben, das Datum herauszufinden, wann Jesus wiederkommt. Especially since the foundation of the modern state of Israel in 1948. Also ganz besonders seitdem Israel als Staat etabliert wurde, das war 1948. It was a big thing. 1988, he said, coming to 40 years after that. Und dann war immer so 1988 so ein Eckdatum, 40 Jahre nachdem Israel gegründet war. The famous book was 100 Reasons Why Jesus Comes in the Year 1988. Ein bekanntes Buch wurde auch geschrieben, 100 Gründe, warum Jesus 1988 zurückkommt. Okay. Bestseller. Just an observation. I thought, or I just said to Marcia, that actually also disobedience from people, because if God says we shouldn't do this, why should we do this then? Ich habe gerade zu Nasja gesagt, das ist auch so ein Zeichen für Ungehorsam. Also ich meine, Jesus sagt, hey, ihr müsst das nicht machen, keiner weiß es und trotzdem. I mean, I think it's a human tendency. We want to know our future. You know, we do, and I understand. I want to know what's happening next year, but I will not. But what we are told in Scripture is that we can trust. Well, maybe tomorrow is a horrible war starting, but can we trust that our God is still God, that He will take care of us? Yes, we can. You know, Also that's the thing. ich glaube auch, das ist sehr menschlich, einfach, dass wir das Bedürfnis haben, zu wissen, was passiert und was geschehen wird. Und, aber uns wird immer wieder gesagt, auch zu lernen, zu vertrauen. Und auch wenn morgen ein großer Krieg anfängt, habe ich trotzdem das Vertrauen, dass Gott sich kümmert und dass er die Kontrolle hat. I just need clarity because in Isaiah 46:10 it says, I make known the end from the beginning, from ancient time was still to come. So, I mean, from the beginning of the world or the creation, God already knows that man will fail, redemption plan, the end of the world. So I'm kind of wondering, why would Jesus say that even the Son didn't know? Is it because that he became man at this point, he forgot the plans, or he became blind? Ja. Or Ezekiels Frage ist, es sagt Jesaja, dass Gott weiß alles vom Beginning bis zum Ende und selbst in der der Schöpfung des Mensch fallen wird und so weiter. Und wie kommt es, dass Jesus jetzt hier sagt, dass der Sohn das nicht weiß? Hat er es vergessen, was er wusste? Yeah, I had that discussion just last week about did Jesus have to learn the Word of God? Ich habe letzte Woche eine Diskussion geführt, wo es darum ging, musste Jesus eigentlich das Wort Gottes lernen? As if he would have been a baby and all of a sudden he could quote all Scripture. No, he learned by heart the Word of God like any other Jewish boy of his time. He did not know it. Er hat es nicht sofort als Baby alles gewusst. Er musste wie andere jüdische Jungs musste er lernen, das auswendig lernen und wirklich im Gedächtnis immer wieder auswendig lernen, wie das Wort Gottes ist. As hard as it is for us to get in our little brains, he was needing a diaper change as much as any other baby. Auch wenn wir es irgendwie schwer verstehen können oder uns schwer vorstellen können, auch ihm mussten die Windel gewechselt werden. And he needed to be fed. Und er musste gefüttert werden. That is mind-blowing that the creator of the universe becomes that dependent, insignificant, in danger, but he did. Und es übersteigt wirklich unser Vorstellungsvermögen, wenn wir daran denken, dass der Schöpfer des Universums sich so klein macht und sich so abhängig macht und auch sich so unbedeutend macht, und obwohl er Gott ist. And yes, I do think he did not know because he didn't know. Und ich glaube wirklich, er wusste es nicht, weil er es nicht wusste. But it was his decision before he became human to put that aside for that time period. Aber das war auch seine Entscheidung, als er sich dafür entschieden hat, das zu tun, was er gemacht hat, dass er das für diesen Zeitraum einfach ablegt und beiseite legt. Now, of course, Jesus knows the general picture, and he knows he will return and everything. You know, like it's not that the story is not clear, but the exact moment is not clear or was not clear at that stage. Und ich glaube nicht, dass er die Geschichte nicht wusste. Er wusste, was passiert und wo er am Ende hingehen wird und wie das abläuft, aber die Zeitpunkte, die Zeiten waren, glaube ich, nicht so festgesetzt oder wusste er nicht.
Yeah, I really think he did not know. Und deshalb glaube ich auch, er wusste es wirklich nicht. And I don't think, I don't know what it would help us if he would know. How would our life be any different if he would know Jesus comes in the year 2031? Und ich weiß nicht, wie sich unser Leben wirklich ändern würde, wenn wir wüssten, dass Jesus 2031 kommt. If you would live your life different, Würdest du dein Leben anders leben? then do it now, even if you don't know